Viele von uns kennen das ja, man hat die Modelleisenbahn gesammelte Lokomotiven und Wagen und aber trotzdem keinen Platz, um eine wirklich Modelleisenbahn aufzubauen, und genauso ging mir das vor ein paar Jahren auch. Ich hatte keinen Platz, habe jede Menge Modelle gesammelt und keinerlei Möglichkeit, sie auch mal irgendwie fahren zu lassen. Also kam ich auf die Idee, mir so ein kleines Mini-Layout hier zu basteln mit möglichst wenig Fläche, so dass ich das hier in irgendeiner Form mir noch ins Wohnzimmer stellen konnte. Bin hier dann dazu übergegangen, von Märklin die K-Gleise zu verwenden, den kleinsten Kreis hier einzubauen, sodass das Ganze hier einen Durchmesser von ungefähr 73 Zentimeter hat. Und es hat mir dann doch ermöglicht, die eine oder andere Technik auch hier auszuprobieren mit dem Wassergießen, dem Brückenbau oder Geländegestaltung, sodass das erstmal ein schöner Kompromiss war, um zu üben und gleichzeitig nachher die eine oder andere Lok hier auf die Schiene zu stellen. Und ich denke, dem einen oder anderen geht das genauso, deswegen möchte ich hier so als Anregung euch zeigen, wie ich dieses kleine Modell damals gebaut habe. Wie schon erwähnt, habe ich das Märklin K-Gleis verwendet, hier den Industriekreis. Mein Unterbau besteht nachher aus einer 6 mm Sperrholzplatte und das Ganze hat nachher ungefähr einen Durchmesser von 73 cm. Hier habe ich dann die Sperrholzplatten schon rund gesägt und oben das Gleis liegt auch auf einer 6 mm Sperrholzschicht auf. Der Geländebau erfolgt hier in erster Linie mit Styropor und hier habe ich 2 Schichten à 5 cm übereinander geklebt, um die entsprechende Höhe hinzubekommen. Und das ist dann die erste Stellprobe, um zu gucken, ob das vom Platz ungefähr hinkommt. Dann gehe ich hin und gestalte mal so grob die Geländeform hier, um die Proportionen zu ermitteln mit lauter kleinen geschnittenen Styroporblöcken, die jetzt erstmal lose aufeinandergelegt werden. Um den beiden etwas höheren Bergen dann mehr Stabilität zu verleihen, versteife ich das Ganze hinten mit Sperrholz. Dann werden sämtliche Styroporteile verklebt. Und ich fange von der Rückseite an, das Ganze komplett zu verspachteln. Und so sieht das Ganze dann von der Vorderseite komplett verspachtelt aus. Und ich hatte damals die Idee, das Ganze hier so als Ausflugsziel zu gestalten. Damals unser Sohnemann, großer Star Wars-Fan. Und ich habe mir dann lauter so kleine Silikonformen bestellt, die eigentlich zum Kuchenbacken gedacht sind, und habe mir daraus diese ganzen Formen gegossen. Das komplette Gelände wird dann von mir erstmal relativ neutral und grau eingefärbt und bekommt anschließend ein schwarzes Washing. Und die Felsen werden nachher noch mit weiß graniert. Um den Gipsformen mehr Struktur zu verleihen, habe ich auch diese noch mit einem schwarzen Washing versehen. Und dann wird das Ganze mit Streumaterial begrünt. Für die Brücke gab es kein passendes Fertigmodell, also bin ich hingegangen und habe mir diese Brücke komplett aus kleinen Holzleisten zusammengesägt und gebaut. Erst habe ich die Stützen fertiggestellt, die ganzen kleinen Holzleisten hier zusammengeklebt, und so sieht dann die fertige Stütze aus. Die Schienenauflage aus dünnen Holzleisten habe ich auf die richtige Länge gesägt, dann habe ich sie erst gewässert, beim Trocknen dann in dieser Form gehalten und festgeklemmt, damit sie nachher beim Einkleben nicht allzu viel Spannung haben, und dann wurde sie hier sozusagen eingepasst. Die Holzleisten werden dann in mehreren Schichten eingefärbt und so sieht nachher das fertige Ergebnis aus. Die Schienenschwellen bekommen dann von mir erstmal ein graubraunes Washing verpasst. Das Ganze wird dann von mir zwischendurch geföhnt, damit es schneller trocknet. Und die Schienen selbst, die färbe ich nachher mit einem Airbrush ein. Zwischendurch habe ich dann das Bahnhofsmodell gebaut. Die Tannen im Hintergrund bestehen aus Fertigmodellen, die ich dann zusätzlich noch mit Farbe aufgehübscht habe. Und so sieht dann die nächste Zwischenstufe aus. Den Stromanschluss für die Schienen habe ich im hinteren Bereich verlegt. Und hier haben wir dann die erste Probefahrt, nachdem das Gelände schon mal so grob angelegt ist. Dann kommen wir zur Gewässergestaltung und hier wollte ich dann zum ersten Mal wirklich diese Gießharzmethode probieren.
Als erstes wird dann hier der Bodengrund in verschiedenen Blautönen eingefärbt. So sieht das Ganze dann getrocknet aus. Um das Gewässer sozusagen nach vorne abzudichten, habe ich dann vorne eine dicke Silikonschicht aufgetragen. Meine Abschlussplatte bekommt dann erst nochmal vorne eine Ladung Trennspray aufgesprüht, damit ich nachher das Silikon besser lösen kann. Und dann wird sie von vorne angeschraubt. Dann habe ich den Hai und die kleinen Fische, die hier im Gewässer schwimmen sollen, noch mit UV-Harz festgeklebt. Um die Platte nachher auf jeden Fall 100% dicht zu bekommen, wird erstmal eine dünne Schicht von dem Gießharz vorne aufgetragen und trocknen lassen, damit nachher der eingegossene Gießharz uns dann nirgends rausläuft. Und dann fange ich an, den Harz einzugießen. Diesen habe ich auch vorher mit einem ganz leichten Blauton eingefärbt, damit er nachher nicht komplett neutral durchsichtig ist. Als nächstes bringe ich dann das Weiß für die Wellen ein. Dieses Weiß wird nachher mit einem Pinsel noch ein bisschen verteilt. Das habe ich hier jetzt nicht gezeigt. Und dann trocknet das Ganze ungefähr 24 Stunden. Und zum Abschluss wird noch der Surfer von oben aufgeklebt. Nachdem der Harz durchgetrocknet ist, entferne ich vorne meine Acrylplatte wieder. Und dabei hat sich dann leider der ein oder andere Styroporteil mit abgelöst und das Ganze wird dann von mir vorne nochmal verspachtelt und dann wieder neu eingefärbt. Danach kommen wir dann zum Einschottern der Gleise. Ich verteile erstmal hier in den Schienenzwischenräumen den Schotter grob und dann verteile ich ihn fein mit dem Pinsel. Und ein dünnes Weißleimgemisch tröpfle ich dann mit einer Pipette auf. Und zum Abschluss fülle ich die Zwischenräume dann zum Gelände wieder mit den Grasflocken auf. Dann fertige ich mir noch einen einfachen Hintergrund an. Ich fange hier mit dem Blau für den Himmel an, setze dann ein paar einfache Silhouetten der Berge vorne auf und noch ein paar Bäume davor. Ist dann für den Hintergrund vollkommen ausreichend, weil man durch die Bäume auf dem Gelände von dem Hintergrund nachher nicht allzu viel sehen wird. Und zum Abschluss habe ich dann noch ein paar Kleinigkeiten ausgebessert im Gelände, habe noch ein paar Figuren gesetzt, hier rechts unter der Brücke den kleinen Angler, links unter der Brücke die beiden Badenden, oben das Fernsehteam, da vor den Helmen sozusagen in der Wand. Man könnte jetzt noch eine Beleuchtung setzen, das würde das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Hier eventuell sozusagen diese Helme oder unten das Raumschiff da beleuchten. Es wäre noch die Möglichkeit, hier noch ein Signal zu setzen. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und da könnte man jetzt sozusagen noch mehrere Details weiter ausarbeiten. Dieses kleine Mini-Layout ersetzt natürlich keine komplette Anlage. Auch durch diesen kleinen Radius ist es nicht möglich, hier lange Züge fahren zu lassen oder lange Wagen aufzusetzen. Da hätte man jetzt auch diese Tunneldurchfahrten hier wesentlich größer gestalten müssen. Aber dann hätte man hier riesen Löcher in der Wand. Deswegen ist das relativ klein. Ist aber ausreichend für einen Schienenbus bzw. die kleinen zweiachsigen Wagen. Auch die dreiachsigen Umbauwagen passen hier noch durch. Und man hat dann auch die Möglichkeit, die eine oder andere Lok mal Probe fahren zu lassen und nicht einfach nur in der Schachtel zu bewundern. Und deswegen ist das vielleicht für den einen oder anderen auch eine Anregung, was Ähnliches nachzubauen. Und es ist in sich so ein kleines abgeschlossenes Thema. Das heißt, wenn man hier noch was Zweites bauen würde, könnte man es komplett anders gestalten. Da kann natürlich jeder seine Fantasie freien Lauf lassen. Und zum Abschluss habe ich noch mal ein paar vertonte Detailaufnahmen, um zu zeigen, was man noch auf dieser kleinen Fläche da so alles machen kann.
Vielleicht dient das dem einen oder anderen als Anregung. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.